Kommen wir zur Journey to Mozart. Warum also die Journey, also die Reise? Diese Journey ist zweigleisig. Also vor allem zeigt es für mich, es war eine Untersuchung um Mozart herum. Mozart ist mein Ziel, ist unser Ziel als Musiker sowieso. Aber was war drumherum? Welche Komponisten haben ihn beeinflusst? Wo hat er seine Inspiration her? In was für einer Welt, in was für ein Leben war er? Da spielt Glück eine enorme Rolle. Er hat die Oper völlig revolutioniert, gerade mit Orfeo. Haydn, wir kennen natürlich die enge Beziehung zu Haydn, aber die beiden G-Dur-Konzerten nebeneinander zu hören, das ist ganz spannend. Weil da merkst du die Eleganz, die Raffinesse von Haydn und dieser neugeborene Mozart. Trotzdem, ohne Haydn würde es kein Mozart geben. Und dann die Freundschaften, die Mozart wichtig waren, Myslewetschek zum Beispiel als einer. Salomon war kein Freund, aber jemand, der zur Richtung Romantik ging. Und da wollte ich zeigen, was passierte nach Mozart. Also das war für mich so eine typische Untersuchung von jemandem, den ich unglaublich liebe und schätze, nämlich der große Mozart. Aber nicht nur ihn zu zeigen, sondern sein Umfeld zu durchleuchten. Und auf der anderen Seite ist es eine große Reise gewesen, oder ist immer noch mit dem Zürcher Kammerorchester. Als Vierjähriger saß ich vor ihnen, ich hörte sie Mozart spielen und als ich Musikdirektor wurde vor 1,5 Jahren, wovon ich damals niemals hätte träumen lassen können, waren 4, 5 Musiker noch von damals, die kannten mich noch. Also die sind jetzt erst seit 1 Jahr in Rente. Das heißt, das war sozusagen, als würde man die Hand reichen. Und dieses Orchester hat eine große Reise gemacht über 5 Chefdirigenten, also von Edmund de Stutz über Roger Norrington, wo die Mozart-Interpretation völlig auseinanderging sozusagen von verschiedenen Seiten. Und jetzt sind die sozusagen in eine neue Phase angekommen und wir zelebrieren das zusammen. Kann man auch sagen, dass in den letzten 10 Jahren vor allem auch das Mozart-Verständnis sich unglaublich entwickelt hat? Ich finde, allein seit Amadeus, seit dieses großartige Film, wissen viele Menschen, dass es eine andere Seite zu Mozart gibt. Und natürlich ist in Amadeus viel erfunden, vieles stimmt nicht. Es bleibt trotzdem ein großartiger Film. Und es verkörpert einen Teil von Mozart, die absolut so war. Das wissen wir von seinen Briefen, das wissen wir von zeitgenössischen Berichten über ihn. Auch aus seinen Kanons teilweise? Absolut, absolut. Also alles ist sozusagen, geht zu dieses Teil von Mozart. Aber wo Sie recht haben, ist, man hat in den 60er, 70er ist man zurückgegangen zu dieses Anbetung. Und das haben wir alle. Wir kommen nicht davon weg. Sollen wir auch nicht, weil er für uns wirklich ein Gott ist. Aber er war halt ein Mensch. Und diese menschliche Züge, die findet man in seiner Musik. Und jeder geht dann seinen Weg, um die herauszuheben. Und ich finde, mit der historischen Aufführungspraxis und alles, was wir jetzt inzwischen wissen, ist im Prinzip alles erlaubt. Es geht trotzdem darauf an, oder es kommt darauf an, wie sehe ich Mozart selber, weil das ist die Verkörperung, die dann stattfindet. Und klar, also die Reise mit Roger Norrington, aber auch meine Begegnung, persönliche Begegnung zum Beispiel mit Christopher Hogwood, mit Christian Besadenhout, mit Thomas Hengelbrock, mit Menschen, die meine Ohren komplett neu geöffnet haben, was Mozart und anderen Komponisten angeht, fließt auch rein in die Interpretation, wie es heutzutage ist oder heute ist. Ich hatte natürlich eine große Herausforderung vor mir, ein Album zu kreieren, die eine Journey zu Mozart darstellt. Weil alleine mit Van Hal, Hofmeister, Stamitz, C.P.I. Bach, Schubert, Beethoven hätte man natürlich 20 Platten machen können. Deshalb bin ich chronologisch vorgegangen und habe dann einfach wirklich von Glück, was für mich auch eine gewisse Aufbruch bedeutet, die Nähe zu Mozart, die Tatsache, dass Mozart auch seine Stelle übernommen hat, viel schlechter bezahlt als Glück, viel weniger anerkannt als Glück, aber immerhin, dass Glück sich positiv über ihn geäußert hat, obwohl er angeblich versucht hat, auch wiederum seinen Ruhm ein bisschen zu bremsen. Also alle liebten Mozart, aber gleichzeitig wollten ihn nicht zu viel haben. Trotzdem bin ich in dieser Chronologie weitergegangen, um am Ende zu zeigen, wo sind wir? Und wir sind immer bei Mozart, egal was du tust im Prinzip.
es gibt diese Witz, was der Gary Lineker gesagt hat, Fußball ist ein Spiel mit 22 Menschen und am Ende gewinnt Deutschland. Ja? Am Ende ist Mozart da. Egal was passiert, egal wie du denkst, oder es gibt wunderbare Komponisten und fantastische Einfälle, und dann gibt es Mozart. Und das ist einfach so. Trotzdem finde ich, ist es nicht selbstverständlich. Nicht jedes Werk von Mozart ist so. Und innerhalb Mozarts Opus gibt es natürlich einen riesen Sprung von seiner Salzburger Zeit zu Wien. Leider sind all die Violinkonzerten, so magisch die auch sind, aus der frühen Zeit. Er hat auch danach nie wieder eins geschrieben. Ne? So, und die Klavierkonzerten, wie wir wissen, eins nach dem anderen, besser, schöner. Also es ist oder die Symphonien, die später die Opern, da ist er natürlich so. Und leider ging er nicht zurück zur Geige. Das heißt, man ist sozusagen auf den früheren Mozart, so genial und sensationell auch ist man fixiert.